Was ist Highspeed und was ist Slow Motion? Immer öfter hört man diese Begriffe und manche meinen Kameras, manche reden von einer Highspeed-Kamera, manche reden von einer Slow Motion-Kamera, manche meinen die Aufnahme damit. Wir schauen uns heute mal an, was diese beiden Begriffe bedeuten und welche Gemeinsamkeiten es eventuell gibt. Hallo lieber Zuschauer, ich bin heute hier mit Vincent und ich bin Jonathan Schwalm, werde hier so ein bisschen durch das Video leiten und dann schauen wir mal, was Vincent zu unserem Thema zu sagen hat. Hallo Jonathan, freut mich hier zu sein. Also, wie du eingangs schon gehört hast, gibt es ja verschiedene Begriffe, Highspeed, Slow Motion. Was ist denn konkret damit gemeint? Nun, eigentlich, wenn die Leute von Highspeed und Slow Motion sprechen, meinen sie eigentlich immer das Gleiche. Sie wollen eine schnelle Bewegung langsam aufnehmen, damit man die Bewegung gut sieht. Man kann eigentlich sagen, dass der Highspeed mehr den Kamerateil betrifft, wenn man das jetzt mal so auseinander nehmen möchte. Die Kamera muss schnelle Framerates ermöglichen und die Slow-Motion-Aufnahme, sagt es auch schon der Name, langsame Bewegung, der ist dann eher der Videoteil gedacht, also der Film, der danach entsteht, dass ich dann wirklich eine schnelle Bewegung ganz langsam sehe. Ah ja, das ist interessant. Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel zeigen, damit wir uns das besser vorstellen können? Sehr gerne. Wir haben ein Beispiel dann, wo wir zeigen, ein Bild mit 25 Frames aufgenommen, das normale TV-Signal, wo man heute benutzt, und eine Aufnahme mit 1000 Frames pro Sekunde. Gut, dann schauen wir uns das doch mal an. Sie haben hier eine Aufnahme mit 25 Bildern pro Sekunde. Diese hier ist mit 1000 Bildern pro Sekunde aufgenommen, aber man sieht hier eine deutliche Bewegungsunschärfe. Mit entsprechend synchronisiertem Licht kriege ich auch die Bewegungsunschärfe weg und kann sogar mit der Tiefenschärfe variieren. Hier sehen Sie Blende 11 und bei der nächsten Aufnahme sehen Sie die gleiche Aufnahme mit Blende 1,4. Ich kann damit den Vordergrund ziemlich gut eliminieren. Kurz zusammengefasst nochmal vom Beispiel, was Sie jetzt vorhin gesehen haben. Ich denke, wenn man über Highspeed-Kameras spricht, dann eben, wie gesagt, ist wohl eher die Kamera im Fokus. Eine Kamera, die schnelle Framerates möglich macht, wie ein paar hundert Bilder pro Sekunde, ein paar tausend, 10.000, sogar hunderttausende Bilder pro Sekunde. Bei der Slow-Motion-Aufnahme denke ich mehr an die Wiedergabe, dass ich, wenn ich eine Sekunde mit einer Highspeed-Kamera aufgenommen habe, diese dann auf 40, 60, 50 Sekunden ausdehnen kann, je nach Framerate, die ich dann an der Kamera ausgewählt habe. Naja, vielen Dank, Vincent. Das hört sich sehr gut an. Gern geschehen. Ich habe einen sehr guten Einblick bekommen. Sie bestimmt auch. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie in den Kommentaren Fragen hinterlassen und unseren Kanal abonnieren. Und dann vielleicht auch beim nächsten Mal wieder zuschauen. Bis dann.